Platz da bitte. Ich hab dir schon mal gesagt, ihr sollt mich nicht anfassen. Beruhigen Sie sich. Keine Aufregung, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, was ist denn? Herr Doktor, Augenblick, wir kümmern uns gleich. Wieso soll ich denn in den zweiten Stock? Ich hab kein Gefühl mehr im Arm, Doktor. Nicht die Geduld verlieren. Melden Sie sich erst mal an, dann kümmert sich Die jemand. Hand ist ganz taub. Ein Glas Wasser geworfen und dann wird alles verschwunden. Dr. Elfi, bitte kommen Sie in die Notaufnahme. Bist du immer noch hier? Ja, ich bin immer noch da. Kaum zu glauben, was? Hey, lass mir einen Schluck Kaffee übrig. So was Gieriges. Dann fing es hier an zu jucken. Muss jemand bei ihm bleiben. Pass schön auf. Ging es auf der Hand los und plötzlich war der ganze Arm blau. Okay, es geht los. Na, was fehlt ihm denn? Schusswunden in der Schulter und im Unterleib. Wir haben dich 5 Minuten lang ausrufen lassen. Bist du etwa schon in Kalifornien? Nein, ich war in der Radiologie und habe was für meine Bräune getan. Okay, dann stellt erstmal die Blutgruppe fest. Okay, eine Frage. Beverly Hills, die schönsten Frauen der Welt und plastische Chirurgie. Was haben diese 3 Dinge gemeinsam? Hä? Mich in der nächsten Woche. Na schön, keine Panik wegen der Schulter. Er hat wahrscheinlich innere Blutung. Verbinden Sie ihn vorläufig. Rufen Sie Dr. Sotto, er soll sich auf eine Operation vorbereiten. Ich hau nämlich ab. Überzeugt mich, dass ich den Laden vermisse, wenn ich an der Halberstrom-Klinik bin. Du gehst zu Halberstrom? Kosmetische Chirurgie für die Ja, Reichen, aber mir geht's dabei nicht ums Geld. $500.000 im ersten Jahr, das gefällt Die mir. Arbeit auf einem anderen Niveau zu einem höheren Preis macht es uns möglich, plastische Chirurgie auch an Plastische Chirurgie auch an bedürftigen durchzuführen. Patienten durchzuführen. Du bist ein Heiliger, da drüben wartet einer auf dich. Na los, verzieh dich, ich übernehme den. Das ist mein Abschiedsgeschenk. So, was hat er für ein Problem? Hat sich eine Dröhnung verpasst, unbekannte Substanz. Hey, bloß nicht wegtreten. Hey, Junge, nicht wegtreten. Also, was hast du geschluckt, Mann? Bluebirds, Dillies, Uppers, Downers? Hab gehört, dass Halberstrom überhaupt niemanden mehr einstellt. Ich bin ja auch nicht irgendwer. Ach, übrigens, ein paar Jungs veranstalten heute Abend eine Abschiedsparty für mich. Ich meine, wenn du Spaß daran hast, würde ich mich freuen, wenn du Herzlichen auch... Dank, ich will mich nicht langweilen. Oh nein. Danke. Na los, komm, probier Wollt mal. doch nicht schon alle Warum gehen? eigentlich nicht? Stellt euch nicht so an, das ist mein letzter Abend in dieser Klinik. Gut, komm, haben wir ab. Könnten doch noch ein Bier trinken gehen. Oder nicht? Ich schicke euch eine Postkarte. Was ist? Auch auf die Gefahr, dass du mir eins aufs Maul haust. Du bist ein Blödmann. Und ich kann nur hoffen, dass ich dich nie wiedersehe. Verbindlichen Dank. Muss schwer für dich gewesen sein, das zu sagen. Dabei bist du ein guter Arzt, Ben. Ja, und ich dachte, dass du deinen Job ernst nimmst. Meinst du, ich mache einen Fehler, wenn ich zu Halberstrom gehe? Nein. Kosmetische Chirurgie ist eine saubere Sache. Du machst eine Menge Moos damit und niemand geht bei drauf. Was soll denn daran faul sein? Nichts. Mach's gut, Ben. Aber du bist ja verrückt, Mann.
Du bist doch sowieso blind wie ein Huhn. Nur 3 Meilen. Nur mit deinen 3 Meilen. Wie interessiert denn das? Highway Nummer 15 ist seit 72 gesperrt. Hörst nicht weh. Entschuldigung, Gentlemen, dürfte ich mal eine Frage stellen? Wo bin ich hier eigentlich? Ich weiß auch nicht, was die hat. Ob sie schon wieder trächtig ist? Kann doch sein. Oh Mann. Oh Gott. Oh nein, ich bin gesund. Mir geht es gut. Scheiß Unfall. Was macht das blöde Weib mit ihrer Kuh mitten auf der Straße? Oh Gott, ist alles noch dran? Mir geht es gut. Ich bin gesund. Oh Mann, mein schöner Wagen. Die ganze Karre ist im Eimer. Bin ich froh, dass Sie da sind. Ist das ein 56er oder 57er Speedster? Ein 56er. Hey, raus da! Mach keinen Quatsch! Raus da! 3 Verschwinde, du Wochen blöder habe ich an den Köter! Zaun gebaut. Ja, 3 lange Wochen. Es tut mir ehrlich Hat er leid. eine Super 90er oder eine 1600er Maschine? Also so wie ich das sehe, kann man niemandem die Schuld geben. Ich war da, der Zaun war da und meine Versicherung wird alles übernehmen. Zufrieden? Nein, ich bin nicht Das zufrieden. ist doch nicht etwa ein nachgebauter. Nein, ist es nicht. Ist ein echter. Mein Name ist Ben Stone. Ich bin Arzt, Mediziner, Chirurg. Ist ja ein Dicker und der hat den Zaun umgenietet. Ich bin Ben Stone. Ich kann Ihnen die Adresse meiner Klinik in Los Angeles Höre ich geben. recht, der junge Mann ist Stone? Nicht doch, der kommt aus L.A. Schicken Sie mir die Rechnung oder soll ich mit Kreditkarte bezahlen? Ich komme nicht aus L.A., ich bin auf dem Weg dorthin. Der hat aber Schwein, dass ich hier gerade vorbeikomme. Was ist im Ehrlich. Kofferraum? Etwa Drogen? Ich bin Chirurg. Tu mir einen Gefallen, Kleiner, und verschwinde von dem Wagen! Entschuldige. Nicht doch Sie, der Hund. So einen Zaun kann ich nie wieder bauen. Ich kenne da einen Sir, Willie es tut Stone mir oben in wirklich Stanton. leid. Ist das ein Verwandter von Ihnen? Ich weiß genau, dass Sie mir was anhängen Toll, wollen. ist das der neue aber, Mazda? aber das Porsche läuft nicht. Speedster Ich werde mir ist diesen das. Kleinstadtmist nicht gefallen Ist lassen. ja ein Ding, der Motor hat sich verkrümelt. Hey Mann, hauen Sie bloß ab! Lassen Sie die Finger von dem Wagen, der hat einen Heckmotor! Und Heck ist hinten. Jungs, ich habe das wirklich nicht mit Absicht gemacht. Es tut mir leid, es war ein Unfall, versteht ihr? Kein Mensch hat Schuld. Gibt's hier irgendwo ein Telefon? Die nächste Porsche-Werkstatt wird ihn reparieren und dann verziehe ich mich. Und Sie können in aller Ruhe weitermachen mit, was immer Sie hier auch machen. Na schön, ich geb's zu, ich habe den dämlichen Zaun umgelegt. Was wollen Sie denn tun, mich vor Gericht bringen? Das Gericht befindet den Angeklagten schuldig im Sinne der Straßenverkehrsordnung, Artikel 453 Absatz 1 9. Rücksichtslose Fahrweise und ist doch Gefährdung hirnrissig. anderer So ist Verkehrsteilnehmer. Grady. Euer Ehren. Mitten auf der Straße standen plötzlich Kühe. Ich sagte Ihnen doch, meine Versicherung wird sich freuen, den Schaden zu bezahlen. Und wenn Sie dann immer... Ich habe den Zaun selbst gebaut. Kein Geld der Welt kann den mir zugefügten Schmerz jemals lindern. Sie könnten eigenhändig einen neuen Zaun aufbauen. Arzthände sind empfindlich. Aber das schaffen Sie ja doch nicht. Und deswegen, da Sie immerhin zugelassener Arzt sind. Und da es in unserer Stadt an der medizinischen Versorgung mangelt, Aber Sie können verhänge mich doch ich nicht- folgende Strafe. Sie werden 16 Stunden lang im Krankenhaus von Grady als Arzt arbeiten. Und zwar unbezahlt. Euer Ehren, ich muss am Dienstag in Los Angeles sein. Ich kann mich nicht darauf einlassen, 32 Stunden. Das ist glatte Erpressung. Möchten Sie 64 Stunden? Nein. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. Alle aufstehen! Jetzt bin ich am Arsch. Passen Sie auf, was Sie sagen, Doc. Die Menschen hier sind sehr gottesfürchtig. Wenn Sie Blödsinn sagen, mag das noch gehen. Wie sieht's denn mit dem Wort Mist aus? Kommt drauf Lassen an. sich wegen Ihres Autos keine grauen Haare wachsen, Doc. Ich will mir schon seit 2 Jahren Satz metrische Werkzeuge kaufen. Braucht man ja doch mal. Nein.
Hallo. Ich bin Dr. Benjamin Stone. Schwester Packer. Ich nehme an, Richter Evans hat Ihnen erzählt, dass ich hier... Gut. Ich brauche Folgendes. Ein bequemes Bett, eine heiße Dusche, eine warme Mahlzeit, einen Schrank, in dem ich meine Sachen unterbringen kann und eine Können Einweisung... Sie sich in irgendeiner Form hier gegenüber ausweisen? Damals hatte ich noch eine Brille. Ich trage jetzt Kontaktlinsen. Meine Haare sind etwas kürzer. Das war mal Mode. Das ist kein Fleck. Das ist ein Schnurrbart. Ist ein blödes Bild. Wenn Sie mich zum diensthabenden Arzt bringen würden, könnte ich alles mit ihm besprechen. Wann man mich rufen darf. Im Falle von Schusswunden, von Vergiftungen und von fehlenden Gliedmaßen. Wenn man von einem Traktor oder einem Mähdrescher überfahren wurde oder kurz vor dem Verbluten ist. In allen anderen Fällen lassen Sie mich bloß in Ruhe. Gezeichnet Dr. Aurelius Edsel Hawk. Ich glaube, das ist ein Albtraum. Zwieback und Vitamin C sind da oben drin, falls Sie Hunger haben. Augenblick mal, Schwester. Können Sie mir nichts Besseres bieten? Ich denke nicht dran. Oh, Sie sind wach. Willkommen, Grady. Ich bin Bürgermeister Nicholson. Als ich hörte, dass ein Arzt aus der Großstadt hier ist, habe ich sofort die Probe verlassen und bin hergeflitzt wie ein Hund mit 8 Beinen, um zu sehen, ob ich irgendetwas tun kann, damit Sie sich wohlfühlen. Wir haben noch ein bisschen mehr zu bieten. Oh nein, noch mehr? Sind das Ihre Sachen hier? Ich will nicht behaupten, dass Grady eine Metropole wie Paris ist, aber wir haben immerhin 2 Tankstellen. Ein Lokal mit Live-Musik und Kabelfernsehen. Spielen Sie gern Tennis? Wir haben nagelneuen Platz drüben neben der Highschool. Ärzte spielen ja Golf, richtig? Ich wollte eigentlich surfen lernen. Ist das nicht hübsch? Wir haben es für einen Arzt, den wir vor Jahren über eine Anzeige suchten, gebaut. Es ist allerdings seit Ewigkeiten unbewohnt. Bürgermeister Nicholson? Ja? Ich bin auf dem Weg nach Kalifornien. Glauben Sie bloß nicht, dass ich hier bleibe. Oh, nein, auf keinen Fall. Unmöglich. Fast unmöglich. Geben Sie Grady eine Chance. Es könnte sich in Ihr Herz schleichen wie eine Fliege in die Buttermilch. Eine Sekunde, ich mache gleich das Licht an. Das ist ein dunkles Loch hier. Überraschung! Das Empfangskomitee. Ich hoffe, Sie sind hungrig. Guten Abend, Ladies. Ben Stone, das hier sind Miss Violet und Miss Lillian und Miss Maddie. Ladies, darf ich vorstellen, Ben Stone, Doktor der Medizin. Gebratenes Hähnchen mit Erdnüssen und Süßkartoffelkuchen. Süßwasser-Hai-Biskuits, Butterbohnen und Wassermelonen. Für einen hungrigen Mann das Richtige. Vom Kochen habe ich keine Ahnung. Nun, ich glaube, ich sage jetzt einfach Adieu und hole Sie morgen früh mit dem Wagen ab. Nein, Moment mal. Sie wollen mich wirklich mitten in der Wildnis mit denen allein lassen? Die Zeit rennt. Oh, bloß keine Bange, nur eine von denen ist mannstoll. Ich sag Ihnen aber nicht welche. Herrlich, Ihr Gesicht. Na, möchten Sie einen Cocktail? Und deswegen ermöglicht es mir die Arbeit auf einem hohen Niveau zu einem hohen Preis. Mein Ziel ist es, die wichtige rekonstruierte Chirurgie auch an bedürftigen Patienten durchzuführen. Und dann wünsche ich mir noch eine Villa am Strand. Eins verstehe ich überhaupt nicht. Ein so gut aussehender Mann wie Dr. Stone sollte doch längst verheiratet sein. Vielleicht hat er noch nicht den passenden Deckel gefunden. Vielleicht zieht unser Doktor unaussprechliche Praktiken vor. Regen Sitte. Werde ich erblinden? Das ist doch schwarzgebrannt. Nein, das ist ein ganz normaler Uso. Der ist noch von der Kreuzfahrt nach Griechenland. Ich wurde ja nicht mitgenommen. Das war so ein Traumschiff für ältere Leute. Seniorenreisen, Engelchen. Die haben das Gehirn aus einer flambierten Ziege gelöscht. Ich aber nicht. Aber Hund haben wir gegessen. Ich auch nicht. Doch, wir haben es dir bloß nicht gesagt. Nett. Also, Dr. Stone, es gibt da eine Sage über Freundschaftsdecken. Leeres Geschwätz. Also man sagt, dass der Erste, der unter einer dieser berühmten Freundschaftsdecken schläft, den Menschen treffen wird, den er später mal heiratet. Von dem Menschen träumt, den er heiraten wird, und das ist dummes Geschwätz. Was für eine grazile Hand er hat. Dr. Stone. Dr. Stone. Dr. Stone.
Endlich. Hallo. Ja, hi. Ich meine, guten Morgen. Stimmt was nicht? Nein. Ich bin Arzt. Ja, ich weiß schon, wer Sie sind. Oh, entschuldigen Sie. Ja, wollen Sie sich die umlegen? Wenn Sie Arzt sind, dann gibt's nichts, was Sie nicht schon mal gesehen haben. Sie blinzeln ja gar nicht. Auch die Jungs von der Landesregierung kommen hierher, um sich zu erholen. Machen vielleicht einen Dreck. Und die Präsidenten kommen während der Angelsaison hierher. Etwa freiwillig? Wenn Sie sich das alles ansehen, Ben, mein Freund, dann werden Sie garantiert sagen, ich habe Grady in der schönsten Jahreszeit gesehen. Oh Mann, ich sag Ihnen, wenn die Azaleen dort richtig blühen, ja, dann ist das wie ein Lagerfeuer. Da braucht man nachts keine Lampe mehr. Nick, Sie sind doch hier der Bürgermeister und Sie sind der Einzige, der meine Strafe umwandeln kann. Würden Sie das tun? Ich zeige mich erkenntlich. Ich fahre nach L.A. Vielleicht kann ich Ihnen von dort aus irgendwie helfen. Wieso? Um alles in der Welt sollte ich sowas machen. Ich red mir hier den Mund fusselig und Sie wollen abhauen? Wir brauchen einen Arzt und Sie brauchen Patienten. Hier in Grady ist das einzig wahre Paradies, Ben Stone. Hm? Na, was ist? Lassen Sie sich nicht von Reichtum und Großzügigkeit hier in der Innenstadt erschrecken. Wir sind ein kleines, verschlafenes Paradies. Psychiater aus den Großstädten verordnen ihren Patienten hier Beschaulichkeit. Das liegt natürlich auch an Gradys frischer Luft, um ehrlich zu sein. Wir haben ja auch eine Nervenklinik. Die hat Weltklasse-Format. Wie beruhigend. Ben Stone, wie wär's mit dem Kaffee? Wollen Sie einen? Der bringt Sie wieder auf Vordermann. Ja, ist er das? Das ist der Typ. Ganz schön jung, ne? Schnell weg, Sie kommen. Freunde, das hier ist Ben Stone, der Arzt aus Hollywood, der ein paar Tage bei uns verbringen wird. Ben, das hier sind Mortimer, John, Aubrey. Sie müssen nicht all das Pfötchen schütteln. Sorty da drüben in der Ecke, der hat eine Kuh, die kann singen. An Cotton werden Sie sich noch erinnern, an Miss Lillian. Das Lala-Land. Beverly Hills, um Egal genau wie zu dem sein. auch sei. Unser William hier war auch ein Filmstar. Ach, Aubrey, das war doch nur ein Lehrfilm für die Army. Nun mach mal einen Punkt, du warst ein Star, du hattest die Hauptrolle. Es ging um Geschlechtskrankheiten. Ich war eine Bakterie und hatte eine große Szene mit Penicillin. Ja, das war die Todesszene. Jetzt essen Sie erst mal kräftig, Doktor. Das wird Ihren Sorgen ein Ende bereiten. Oder sie verstärken. Na, Doc, was halten Sie von unserer Stadt? Schwer zu sagen, ich habe noch nicht alles gesehen. Oh doch, das haben Sie. Hier haben Sie jede Menge Möglichkeiten. Oh ja? Die Wachstumsrate betrug im letzten Jahr 3%. Es gibt keine Verbrechen. Wir sind der Verwaltungssitz des Countys. Freunde, es bringt nichts, ein totes Pferd weiter anzutreiben. Steht alles in unserer Werbebroschüre. Ben Stone. Wir möchten Ihnen das Angebot machen, der praktische Arzt von Grady, der Bezirkshauptstadt zu werden. Der Hauptstadt des Kürbisses im Süden. Ihr Gehalt beträgt $27.000 im Jahr plus freie Unterkunft. 27.000. Da hast du es, Nick. Ich hab dir doch gleich Nun, gesagt, dass wartet ihr... doch. 30.000. Was haben Sie nun? Leute, ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Mir ist sofort aufgefallen, dass ihr die Schnürbänder mit einem Doppelknoten bindet. Das sind Referenzen. Ihr scheint vorsichtig zu sein. Ich möchte wetten, Sie haben hier schon einen Doktor. Oh ja, wir haben Rogue, aber das Problem Knabe mit ist Rogue... alt. Alt und furchtbar unangenehm. Tja, er wird nicht für immer unter uns weilen. Und wir wären 35.000? Ja, das erfordert eine einstimmige Abstimmung des ganzen Stadtrates. Seid ihr damit einverstanden? Ja, einstimmig. Ich enthalte mich. Du enthältst dich doch immer. Sekunde. Ich verstehe ja Ihre Schwierigkeiten. Aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe ein wichtiges Vorstellungsgespräch an der Westküste. Die Leute erwarten mich dort in ein paar Tagen. Plastische Chirurgie, verstehen Sie? Ich will ja nicht angeben, aber die werden mir wahrscheinlich 20 Mal so viel zahlen, wie Sie ausspucken können. Wissen Sie, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen Los Angeles und Grady gibt? Also, er ist nur ein bisschen größer. Was schulde ich Ihnen? Ich kriege 10 Mäuse. So viel für eine Tasse Kaffee und ein paar Scheiben Toast? Reingefallen. Ben, ich mache Ihnen Vorschlag. Warum warten Sie nicht, bis das Kürbisfest vorbei ist und entscheiden sich dann? Ich will doch nur eins erreichen. Geben Sie Grady eine Chance. Ich bin sicher, es gefällt Ihnen hier. Schon möglich. War nett, Sie kennenzulernen, jeden Einzelnen. Danke.
Hallo, Schwester Pecker. Na, Der wie geht's Aufenthaltsraum für Ärzte ist am Ende des Ganges. Sie können sich dort umziehen. Dann führt sie Lou herum und das hier ist Ihre Stechkarte. Das muss wohl ein schlechter Scherz sein. Ein Ortsgespräch, hoffe ich. Wen soll ich anrufen? Ich kenne hier niemanden. Im Wartezimmer ist ein Münztelefon. Ja, hören Sie. Nein, nicht doch. Das ist ein R-Gespräch von Dr. Benjamin Stone. Wie war Ihr Name? Stone. Ein Augenblick. Können Sie nicht anklopfen, Schwester Das ist ein Privatgespräch. Kann ich mir denken. Hallo, Mr. Stone? Mr. Stone, noch Ja, dran? Hallo, hier ist Dr. Stone. Wo bleiben Sie denn? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich schon am Dienstag da sein kann. Nein, es ist so, ich habe hier sozusagen einen medizinischen Notfall und, naja, die haben hier keinen Arzt. Ich habe angeboten zu helfen. Ich werde noch eine Weile hier bleiben müssen, bis sich die Situation stabilisiert hat. Ja, medizinisch gesprochen. Gibt's noch einen anderen Termin? Am Freitag. Am Freitag. Ja, Freitag passt mir gut, das kann ich schaffen. Okay, vielen Dank. Und sagen Sie dem Doktor... Ich muss schon sagen, mit dem Eiertanz gewinnen Sie jeden Wettbewerb. Also, wenn Sie sich von mir untersuchen lassen wollen, dann wird das vielleicht doch noch ein hübscher Tag. Es ist unprofessionell, mit Patienten zu flirten. Ich war gerade auf dem Weg nach Beverly Hills. Oh. Plastische Chirurgie. Ich meine nicht, dass Sie es nötig hätten. Wirklich charmant. Übrigens, in dem Ding sehen Sie aus wie ein Herrenfriseur. Ich habe die letzten beiden Jahre rund um die Uhr in der Notaufnahme verbracht. Ich finde, dass die Sachen ziemlich bequem sind. Gefallen sie Ihnen nicht? Nein. Okay, wunderbar. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Und da Sie offenbar keine Patientin sind und ich bei Ihnen nichts erreiche, sagen Sie mir nur noch, wo ich diesen Lou finde. Der fährt den Krankenwagen. Dann sind Sie mich für immer los. Ich bin Lou. Was ist denn das für eine Versammlung hier? Wenn Sie hören, dass hier ein Arzt Dienst schiebt, kommen Sie einfach her. Egal wie alt der Arzt ist. Schicken Sie mir den ersten rein. Guten Tag, Mr. Tidwell. Was, großer Gott, haben Sie da bloß an Ihrem Fuß? Ist ein Breiumschlag. Schwester Pecker? Der alte Doc Hoke hat über CB-Funk gesagt, ich soll das schön da rumschmieren, bis ich Zeit habe, hier vorbeizukommen. Sie haben sich das mit Absicht drauf geschmiert? Ein bisschen Ruß, Mehl und Hafergrütze. Doc Hoke Würden Sie den Dreck bitte von Mr. Tidwells Fuß wischen? Und reinigen Sie die Wunde. Sind Sie allergisch gegen Penicillin? Weiß ich doch nicht. Müssen Sie Doc Hoke fragen. Ich bin sicher, er weiß noch nicht, dass es entdeckt worden ist. Gut. Und nun werde ich die Wunde mit Betadin auswaschen. Vielleicht sollte ich klammern. Und einen Styrenverband anlegen. Sie machen doch hoffentlich nichts falsch, wenn Sie das so schnell machen, Doc Hoke. Oh nein, das glaube ich kaum. Mr. Tidwell, je suis fini. Ole. Danke. Okay, Mrs. Owens, wenn Sie sich freimachen und auf den Gynäkologenstuhl setzen würden. Wir sind nur wegen der Post gekommen. Der ist von meiner Schwester. Wir können nicht lesen. Ist Ihnen das schon mal passiert, Mr. McClary? Klar, das passiert alle Nase lang. Ist eine Kleinigkeit, eine Miniaturausgabe. Ich hatte mal einen Haken im Oberschenkel. Der war riesig, so groß war der. Vielleicht auch nur so. Ach, entschuldigen Sie, Doc. Der sitzt fest. Angeln ist ein gefährlicher Sport, was? Kann man so nicht sagen. Und nachdem die Kuh gestorben ist, gibt es für ihn einfach keinen Grund mehr weiterzumachen. In der Zwischenzeit hat sich Ellen mit einem pakistanischen Herrn eingelassen, bei dem alle ratlos sind, weil niemand ihn versteht. Nicht einmal Ellen. Keine toxische Streifenbildung. Ist nur etwas rötlich. Sind Sie sicher, dass es eine schwarze Witwe war? Ja. Ich hab sie hier. Ich hab sie mitgebracht. Ach du liebe Zeit, sie ist abgehauen. Oh nein! Da ist sie! Wo ist sie? Ich ecke mich doch! Da ist sie! Sie glaubt, dass Ray eine Affäre mit der Frau vom Pastor hat, aber Ray schwört, der Ausschlag kommt von den Brennnesseln. So ein Quatsch, der ist nicht ganz dicht. Können Sie mir glauben. Es ist ein verschwommener Punkt, will ich gucke. Also da hinten. Da. Oder da. Sekunde.
So. Ich bin geheilt. Die Frau vom Pastor sitzt im Gefängnis, weil sie hinter dem Pfarrhaus Marihuana angepflanzt hat. Sie wird einige Monate im Gefängnis von Tupelo verbringen. Da müssen sie auch arbeiten. Was ist das etwa schon alles? Was ist denn mit Ellen und dem Pakistani? Schwester Pecker! Schwester Pecker, wo ist Doc Hoke? Mein Junge kann nicht mehr richtig atmen. Er wird ganz blau. Ich bin hier der Arzt. Schwester Pecker, Sie müssen Doc Hoke rufen, bitte. Nicht nötig. Wie ich schon sagte, ich bin der Arzt. Wie lange hat er das denn schon? Seit heute Mittag. Wie ist sein Name? Sepp. Hör mal, Sepp. Krieg keinen Schreck, das Ding ist kalt. Aber ich muss dein Herz hören. Tut dir dein Bauch weh? Keine Angst, Sepp. Bringen Sie ihn bitte ins Untersuchungszimmer. Ich komme sofort nach. Immer geradeaus. Komm, gleich da hinten. Ach, er soll sich schon mal auf den Tisch legen. Ich bin gleich da. Okay, rufen Sie Hawk an. Er soll sofort Er herkommen. möchte keinesfalls gestört werden. Mir völlig wenn er egal. Vergessen Sie Hawk. Wo ist die nächste Notaufnahme? In Athens. Da rufen Sie jetzt an. Sagen Sie, wir haben wahrscheinlich eine Herzoperation. Und rufen Sie Lou an. Sie soll so schnell wie möglich herkommen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Die haben doch da sicher einen Hubschrauber. Die sollen ihn sofort herschicken. Und ich brauche die Krankengeschichte von dem Jungen. Ich glaube, ich rufe erstmal Dr. Hawk an. Verdammt! Es reicht. Hawk ist nicht hier. Ich bin hier. Merken Sie sich das. Also, die Situation ist folgende. Ihr Sohn läuft blau an, weil er wahrscheinlich einen Herzklappenfehler hat. Das bewirkt einen Rückfluss von Blut ins Herz. Wir werden ihn vielleicht operieren müssen. Ich schicke ihn ins Athens General Hospital. Dr. Hawk sagt, Sie sollen dem Jungen eine Cola geben. Was Es soll sind ich? ganz normale Bauchschmerzen und da hilft am besten eine Cola. Oh Gott. Hören Sie, Doktor, hier liegt ein Junge mit einem Herzfehler. Und das lässt sich nicht mit einer Cola oder einem Keks behandeln. Wir müssen richtige Medizin anwenden. Ich werde ihn jetzt ins Athens General schicken. Sie sind sein behandelnder Arzt, also bewegen Sie Ihren fetten Arsch aus dem Bett und kommen Sie her! Was braucht denn dieser blöde Hubschrauber? Er muss jeden Augenblick hier sein. Wo ist dieser Stone? Dr. Hawk? Sie sind also dieser rotznasige Schnösel, der sich für was Besonderes hält, was? Wecken mich aus dem tiefsten Schlaf und erschrecken diese armen Menschen Der zu Junge hat Tode. einen Herzklappenfehler. Hä? Ich habe Dienst in der Notaufnahme gemacht und als Assistenzarzt im OP gearbeitet. Nur Gott weiß, wie lange er da schon hat und Sie haben es übersehen. Also gucken Sie sich den Jungen mal richtig an. Schwester Pecker, der Junge braucht doch keine Maske. Sie haben ihm Wismutsubnitrat gegeben. Wir haben zuerst gedacht, es wäre eine Wahrscheinlich war es Magenverstimmung. wieder zu viel. Der Ärmste, er ist ja noch blauer geworden. Wismutsubnitrat? Hausmittel gegen Magensäure. Und Sie haben einen Herzfehler gehört? Naja, er ist schwer zu erkennen. Aber er Hast ist ein da. bisschen viel Kautabak genascht, weißt? Das kostet 65 Cent. Tja, gute Arbeit, Hollywood. Sie wollten gerade den Brustkorb eines 6-Jährigen aufmachen, der an akutem Durchfall leidet. Jetzt passen Sie mal auf, Sie Klugscheißer. Wenn ich Ihnen das nächste Mal sage, wie Sie meine Patienten zu behandeln haben, dann tun Sie das. Doktor, können Sie überhaupt Masern von Windpocken unterscheiden? Guten Abend. Bonsoir, Monsieur de Médecin. Ja, geht mir genauso. Oh nein! Scheiße! Moment, langsam. Sie schreien mir einen Riss ins Getriebegehäuse. Was würden Sie denn sagen, wenn ich mitten in eine Gallenoperation reinplatzen würde, wo noch alles verstreut in der Gegend rumliegt? Sie haben mein Auto getötet. Das schmerzt den Fachmann. Verdammt, dieser Wagen war mein Leben. Er war mein Baby. Wollen Sie, dass ich aufhöre? Dann packe ich alles in ein paar Kisten und schicke es nach Hollywood. Die können nämlich dort zaubern. Voilà, la maison de Pumpe. Was weißt du denn schon vom Ölpumpengehäuse? Lern lieber auf Französisch, was Hinterachsverstärker heißt. C'est très malade, kaput. Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Ich brauche gar kein Auto. Ich wohne bald in Los Angeles.
Kein Mensch fährt da Auto. Und nun ein Wort des Meisters. Es gibt da einen Typen oben in Oregon, der hat eine Ölpumpe. Die könnte er uns morgen per Luftpost schicken. $239 plus Fracht. Es gibt nur ein Problem. Oregon ist explodiert. Nein. Er nimmt keine Kreditkarten. Aha. Und auch keine Schecks. Und da morgen Sonnabend ist, gibt es auch keine telegrafischen Anweisungen. Also, Melvin, ich stelle Ihnen mal eine einfache Frage. Wie soll ich Ihrer Meinung nach den Schaden bezahlen? Nun, ich hatte gehofft, dass Sie mich bezahlen würden. Dann hätte ich es eintauschen können gegen den Nockenwelle vom 68er Nova. Aber... Sie nehmen keine Kreditkarten und auch keine Schecks. Nein, Sir, nur Bares ist Wahres. Wie lange will der Junge in Oregon warten? Naja, vielleicht kann ich ihn hinhalten bis Sonntagmittag. Aber er hat noch einen Interessenten in Arizona. Ich bin der Erste. Halten Sie ihn hin. Genau das hat er gesagt. Ist doch wirklich komisch. Zum Schießen. Hi, Doc. Hallo, Doc. Morgen. Morgen, Doc. Hi, Doc. Guten Morgen, Mensch, Doc. Der neue Arzt. Sind die Ja, ausgeruht? der ist jetzt am Krankenhaus. Dr. Stone? Sie sind doch Dr. Stone, habe ich recht? Ja. Hallo. Hi. Sie sind ja viel größer, als man mir erzählt hat. Ist eine optische Täuschung. Der Stuhl ist sehr hoch. Und Sie sind... Ganz heiß darauf, aus der Stadt zu verschwinden. Und wie ist das So, mit Ihnen? hier kommt Ihr Frühstück. Aber Lillian, ich habe gar nichts bestellt. Geht auf Kosten des Hauses. Lassen Sie sich von dem alten Doc Hoke nicht abschrecken. Wir wissen, dass Sie den kleinen Sepp nicht töten wollten. Bleiben Sie etwa in Grady? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nein, nur solange es sein muss. Na Gott sei Dank. Ich hatte schon geglaubt, die hätten Sie auch an der Angel. Gefällt Ihnen denn das hübsche Grady nicht? Nein. Warum gehen Sie da nicht weg? Etwa mit Ihnen? Ich komme mit, wenn Sie wollen. Ich muss das essen, bevor es kalt wird. Entschuldigen Sie bitte. Danke, Sicher. Lillian. Schadensersatzrecht? Zivilverfahren? Die ideale Lektüre, um den Tag zu beginnen. Habe ich Sie an meinen Tisch eingeladen? Das wollten Sie gerade. Das ist die Gastfreundschaft des Südens. Was wollen Sie? Über Sie reden. Okay. Ich bin gern für mich allein, ich bin Vegetarierin und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie diese Speckschwarte am Tresen essen würden. Denn mein Magen nimmt das übel. Oh, die ist da nur so raufgerutscht. Die habe ich gar nicht bestellt. Ach, so ist das. Ich vermute, Sie werden jetzt was Lustiges sagen, um Ihren Rückzug hinauszuzögern. Bestimmt erzählen Sie mir als nächstes von der großen Stadt und all den wahnsinnigen Dingen, die ich verpasse, weil ich in einem winzigen Nest lebe und dass Sie mich aus diesem Morast herausholen. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie Jura studieren. Sie haben tatsächlich vor, diese Kleinstadt zu verlassen. Ich gratuliere. Ich will ja gar nicht weggehen. Ich habe vor, nach dem Studium in Grady zu praktizieren. Ja, hier kommt ein Jurist voll auf seine Kosten. Wieso nicht? Ich könnte von durchreisenden Ärzten die Kunstfehlerprozesse übernehmen. Henry, das ist Ben Stone. Tag, Henry. Ach ja, der neue Quacksalber. Hank Gordon. Sie sitzen auf meinem Platz. Ihr fester Freund, vermute ich. Ein alter Bekannter. An einer Lebensversicherung interessiert? Was ist? Ihnen empfehle ich eine lebenslange Laufzeit. Ich würde sagen, 250.000 für den Anfang. Kommen Sie mal in mein Büro vorbei. Oder haben Sie etwas Chefs? Dr. Stone, ich habe gelesen, Ärzte hätten die höchste Selbstmordrate, bis auf die Zahnärzte. Sagen Sie mal, ist da was Wahres dran? Zahnärzten kann man nicht trauen. Nein. Vertraue nie einem Mann, der seine Hand in deinen Mund steckt. Ich würde ja so gerne noch bleiben und sehen, wie sich das Gespräch entwickelt, aber leider habe ich noch was zu tun. Es gibt da noch etwas, das ich Sie gern fragen möchte. Ist es richtig, dass Mediziner mehr über Sex wissen als andere Menschen? Ich, hol mir noch etwas Ketchup. Oh, ich kenne mich ganz gut in der Viehzucht aus. Ist doch mehr oder weniger dasselbe. Wiedersehen, Doc. Wiedersehen. Ärger mit den Frauen, Ben Stone? Ich doch nicht. Setzen Sie sich her. Sehen Sie sich diesen Kürbis an. Kürbis, das ist eine gelbe Zucchini. Nein, nein, das ist so. Bis 1933 gab es Grady und gab es Zucchini. Doch dann wuchs uns der Kürbis ans Herz. Ein gewaltiger Tornado löschte die gesamte Zucchini-Ernte aus und gab damit dem Kürbis den absoluten Vorzug. Und dadurch wurden wir auf der Landwirtschaftsausstellung berühmt. Die Zucchinis mussten dem Kürbis weichen. Mit Zucchinis wären wir heute eine Geisterstadt. Wenn ich nur wüsste, wovon Sie reden. Entscheidend ist das Timing. Mit den Frauen ist es dasselbe.
Und die Frauen bei uns im Süden wollen eine feste Bindung. Das heißt, dass sie mindestens 6 Monate hier bleiben müssen. Vielleicht sogar noch etwas länger. Wetten Sie eigentlich gern? Ja, ab und an schon, gebe ich zu. Dann setzen Sie bei mir eine Woche an. Augenblick mal. Sie meinen, dann haben Sie Vilula rumgekriegt? 10 Mäuse? 10 Mäuse? Bei so einer Summe bin ich dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen das Fell über die Ohren ziehe, Ben Stone. Du doch nicht. Guten Morgen, Schwester Pecker. Das reicht. Jetzt wollen wir doch mal was klarstellen, ja? Ich habe 8 Jahre lang studiert, dann habe ich 1 Jahr lang assistiert und mir im Krankenhaus den Buckelwund geschuftet. Und außerdem habe ich $70.000 Schulden. Jetzt bin ich in die Hölle der Lächerlichkeit geraten und Sie registrieren meine Ein- und Ausgänge, als wäre ich ein Fabrikarbeiter. So geht es nicht weiter. Nein, nein, jetzt ist Schluss. Ende, Sense, Feierabend. Da will Sie jemand sprechen, Doktor. Doc, mein Fuß ist wieder wie neu. Hab hier ein Schwein, das ist für Sie. Na gut. Weil ich bleib niemandem gern was schuldig, ist nicht gut. Ich hab nur das Schwein hier, ist für Sie. Aber wieso denn? Ich werde hier mehr oder weniger vom Krankenhaus bezahlt. Bitte nehmen Sie Ihr Schwein wieder mit. Ich kann es nicht annehmen. Nein, 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 das geht schon in Ordnung. So. Ihr Name ist Jasmin. Gott beschütze Sie beide. Schaffen Sie das Vieh raus, hier ist ein Krankenhaus, kapiert? Lauf. Nettes Schwein, Doktor. Danke sehr. Er ist aber ein nettes Vielen Schwein, Dank. Doc. Wirklich sehr nett von Ihnen. Nettes Schwein, Doc. Wirklich ein nettes Danke Schwein. euch allen vielmals. Danke. Ben Stone! Ich glaube, ich habe Ihnen gerade den letzten Grund genommen, nach Kalifornien zu fahren. Der Trommel- und Hörnerzug von Morrisville. Sie haben die letzten 4 Jahre in der Rosenparade gespielt. Und mir ist es gelungen, Sie für das Kürbisfest Nein, nein, eine exklusiv Sekunde. unter Ich bleib Vertrag auf zu keinen nehmen. Fall hier. Natürlich nicht. Ach, übrigens, Sie sind morgen bei mir eingeladen, 6 Uhr. Essen? Ja, und Sie sind mein Ehrengast. Das darf doch nicht wahr sein, das habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Ich werde doch immer Schussliger. Nettes Schwein, Doc. Danke. Kann ich eine Freundin mitbringen? Tja, ich weiß nicht, ob Sie das können. Vergessen Sie nicht, Sie sprechen mit Ben Stone. Komm, Schwein. Ist ein feines Schwein. Melvin? Melvin, wo sind Sie? Hallo? Oh, hey, Doc. Wir üben gerade für den Festzug. Wir bringen einen scharfen Befruchtungsrennen. Melvin, können Sie mir einen Augenblick zuhören? Ich habe das Geld für das Ölpumpengehäuse, das Sie für meinen Wagen brauchen, leider nicht. Tja, aber wenn ich sage, dass ich das Geld nicht habe, dann ist das nicht die ganze Wahrheit. Ich meine, ich habe das Geld, nur meine Bank, die gibt mir das Geld nicht. Jedenfalls nicht so viel auf einmal. Gibt es denn da nicht irgendeine Möglichkeit? Ich bitte Sie. Das Auto muss fertig sein, wenn ich fahren will. Ist das Ihr Schwein? Ja. Wollen Sie es eintauschen? Mein Schwein gegen die Ersatzteile? Wenn das Schwein das nicht übel nimmt. Sicher nicht. Hi. Hi. Oh, Haben Sie die gerade gepflückt? ja, Ma'am. Diese Blumen stehen unter Naturschutz. Das ist ein schweres Vergehen. Fabelhaft. Hier darf man auch gar nichts. Weder einen Zaun umfahren, noch Blumen ausrupfen. Mama, wer ist da? Wer bist du und wie heißt du? Ich bin, Ben. Emma, bring sie bitte rein und stell sie ins Wasser. Die darf man nicht pflücken. Nimm den Plastikkrug. Ja, sie ist meine Tochter. Sie ist 4. Möchten Sie sich jetzt lieber verdrücken? Nein,
Nein, ich bin nur vorbeigekommen, weil ich für das Essen morgen Abend noch eine Begleitung suche, eine Lady. Das bei Nick Nicholson? Ja, woher wissen Sie das? Nicht mal einen Pups können Sie hier lassen, ohne dass alle wissen, welche Farbe er hat. Ich wollte mir gerade einen Cocktail mixen. Sind Sie in Eile? Oh Mann, haut der rein. Er heißt Auf der Überholspur mit Pauken und Trompeten ins Fegefeuer. Das ist ein Grady Special, hä? Nein, ist das New York. New York? Ja, ich habe mal in einer verrückten Bar auf der Westside gearbeitet. Wayne und ich sind dort aufs College gegangen. Wayne? Dann hat er alles hingeschmissen. Ich wurde schwanger, er fand keine Arbeit und ich wurde Barfrau. Ich habe trotzdem meinen Abschluss geschafft. Wayne ist der... Wayne ist Profitänzer geworden. Er ist ein exotischer Paradiesvogel. Mal ist er in Boston, mal in Miami. Er treibt sich überall rum. Er hat mich nach Emmas Geburt verlassen. Ich habe mich scheiden lassen und bin zurückgekommen. Wayne hat eine extrem hohe Meinung von seinen Beinen, sage ich Ihnen. Ich kann sie mir in der Großstadt gar nicht vorstellen. Ich meine in New York. Das ist ja wie ich In Grady? Ja. Eine Zwiebel besteht auch aus vielen einzelnen Schichten. Und welche Schicht kennt Hank? Henry Gordon ist ganz süß zu mir. Er ist wirklich anständig und solide. Er muss sich nur irgendwann mal diese Versicherungsagentennummer abgewöhnen. Anständig und solide? Wahnsinnig romantisch. Ich rieche 3 Meilen gegen den Wind, dass hier was faul ist. Mir können Sie nicht imponieren. Mit Ihren ausgebufften Großstadttricks. Romantik ist doch für Sie nichts weiter als der kürzeste Weg, mir mein Höschen auszuziehen. Hey, sachte. Und mal langsam. Es geht hier um ein ganz normales Abendessen. In der Öffentlichkeit. Sie dürfen sogar ein Kleid tragen. Ob Sie ein Höschen anziehen, ist Ihre Sache. Abgesehen davon, ich habe noch nie im Haus des Bürgermeisters zu Abend gegessen. Dann wird's Zeit. Ach, übrigens, wie soll ich einen Mann abweisen, der Jasmin vor dem Fleischwolf gerettet hat? Was? Moment, wovon reden Sie? Von Tidwells Schwein. Er war mit ihr auf dem Weg zum Fleischer. Dann haben sie seinen Fuß in Ordnung gebracht und er fühlte sich schuldig. Emma liebt Schweine. Werden Sie es in Ihrem Haus halten? Lane! Lane, wo ist Melvin? Wo ist Melvin? Ich will mein Schwein zurückhaben. Was? Er ist in die Kirche gegangen um diese Zeit? Hey Lane, können Sie nicht rauskommen? Das Sprechding ist kaputt. Ich verstehe kein Wort. Er ist nach Tylerville gefahren. Und das Schwein ist schon beim Metzger. Wieso hat der mein Schwein zum Metzger gebracht? Na, Mr. Crawford, wo ist mein Schwein? Sie kennen doch Jasmin, mein Schwein. Ist sie noch am Leben? Ja, sie ist da hinten. Gott sei Dank, ich will sie zurückhaben. Naja, Doc. Schon gut, ich weiß, was Sie sagen wollen. Nehmen Sie auch Kreditkarten? Klar, zusammen mit einem Bündel Banknoten. Was halten Sie davon, wenn wir einen kleinen Tausch machen? Ich weiß nicht, Doc. Ich war schon 3 Jahre lang nicht krank. Da kommt mir eine Idee. Hey, ist der wirklich ein sauberer Schnitt? Sie gehen verdammt gut mit dem Messer um. Zottel doch nicht so. Hallo, Hi, Letty. Hi, Emma. Ihr beide passt heute auf das Schwein auf, ja? Gut, schön brav. Hallo, Jasmin. Hey, wer sind Sie denn? Ziehen Sie mich nicht auf. Ich meine es ernst, Sie sehen wie Lou aus, nur hübscher. Ich warne Sie, Stone. Meine Rechte ist gefürchtet. Schon gut. Sei ein braves Mädchen. Immer. Geh nicht zu spät ins Bett. Du bist auch ein braves Mädchen und gehst nicht so spät ins Bett. Wir kommen zu spät. Jasmin soll nicht so viel Ich achte Fernsehen. drauf. Vor allem nicht Schweinchen dick. Hi, das ist Hallo. aber schön. Kommt rein. Willkommen. Du siehst ja fantastisch dir. aus. Und Sie sehen auch nicht schlecht aus, Doktor. Danke. Daddy ist hinten im Garten und entfacht die übliche Feuersbrunst im Grill. Sie sind also nix Tochter. Das hoffe ich. Ich stehe in seinem Testament. Seht mal, wer gekommen ist. Hallo Lou. Hallo Stone. Durchsucht Hollywood nach Messern. Ich will nicht, dass er mich nachher aufschneidet, falls ich niesen sollte oder Schlimmeres. Ich glaube, heute wird sehr lustig.
Schönen Dank, aber ich bin Vegetarierin. Ich weiß, meine Kleine, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Genau wie ich. Auch Vegetarier. Oh, seit wann denn? Und dann nehmen Sie etwas vom Kürbis, Ben Stone, das Fleisch der Erde. Seien Sie nicht schüchtern. Ich weiß nicht, ob man einem Mann vertrauen kann, der kein Fleisch isst. Du redest ja wie ein Hinterwäldler. Wo bleibt dein Sinn fürs Abenteuer? Allerdings bekommen Vegetarier eine bessere Prämie bei der Lebensversicherung als Raucher. Na klar, weil Ihr Cholesterinspiegel niedriger ist. Daddy, bitte. Lass uns das Thema wechseln. Wir wollen jetzt alles über Kalifornien hören. Die Weiber lassen sich dort die Titten vergrößern und die dicken Fettpölsterchen absaugen. Und nach dem Essen brechen sie wieder alles freiwillig aus. Red nicht so beim Essen. Ja, erzählen Sie uns von den richtigen Ärzten, Doc Stone. In der Großstadt soll ja alles anders sein. Tja, wissen Sie, es hat sich so viel verändert in den letzten 40 Jahren, als Sie auf der Uni waren, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Angeber. Das Ding hat gesessen. Noch etwas Kürbis, Ben? Nein, sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Aus der Wege. Immer weiter. Aus der Kehle der Spottdrossel bewegt sich das musikalische Schiff. Und im 9. Monat ist die Frucht reif. Ist das einer von den Langen? Die alles Leben in sich birgt. Ist das einer von den Langen? Doc Hoke trinkt gerne ein und wenn man nicht Und aufpasst, gibt's immer viel, was er wieder zitieren stellt kann. sich die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Nach oben, ins mystische Spiel der Schatten. Mann, ich habe schon lange nicht mehr so viele Sterne auf einmal gesehen. Wenn ich mich in der Stadt gelangweilt habe, wollte ich sie immer zählen. Ich hätte auch Medizin studieren können. Nur die blöde Theorie hat mir Probleme bereitet. Ich habe mich auf den Rücken gelegt und Wayne war über mir und hat wilde Sachen gemacht. Und jedes Mal habe ich mich verzählt. Na, wenn das nicht romantisch ist. Als wir nach Manhattan zogen, konnte man die Sterne kaum sehen und zählen schon gar nicht. Also ich finde ja zweibeinige Sterne ganz hinreißend. Erdbebenversicherungen sind wirklich eine prima Sache. Das würde ich gerne in L.A. auf die Beine stellen, Doktor. Dort gibt's nämlich genug Schwachköpfe. Da wird jahrelang kassiert und wenn das große Beben tatsächlich zuschlägt, schraubt man das Türschild ab und verschwindet. Anständig und solide, hä? Niemand ist perfekt. Hey, Sie müssen Hook nach Hause bringen. Er hat gerade beschlossen, eine 28-strophige Ballade zu singen. Großer Gott. Bei uns ist ganz schön was los, nicht wahr, Ben Stone? Ich rufe nachher an. Um mich zu vergewissern, dass du gut angekommen bist. Gute Nacht. Gute Nacht. Hi. Tja, ich habe mein Schwein vergessen. Es schläft gerade bei Emma. Ich bring's ihn morgen vorbei. Griechischer Tod. Zieht einem die Schuhe aus. Zieht wem die Schuhe aus? Na, mir. Sie sind den ganzen langen Weg hierher gerannt? Naja, so ein Spaziergang am Abend soll gesund sein. Komisch, ich krieg immer Seitenstiche davon. Warum machen Sie mir so umständlich den Hof, wenn Sie sowieso in ein paar Tagen wieder wegfahren? Das ist verdammt schwer zu erklären. Das ist so eine Art mystische Kraft. Kraft oder Hormone? Nein, nein, wo denken Sie hin? Ich will nur mit Ihnen reden. Ach. Und Sie sturzbetrunken machen. Ehrlichkeit, das ist eine neue Anmache. Ja, das wundert mich auch. Ihretwegen wage ich mich in unerforschtes Gebiet. Oder muss ich es mit Keuschheit versuchen? Bei Hank scheint das ja gut zu laufen. Wenn man vom Teufel redet. Was halten Sie davon, wenn wir die Sache einfach vertagen? Wieso habe ich Ihre Blumen angenommen? Das war ein Fehler. Wie wär's mit morgen Abend? Verzweiflung, auch nicht schlecht.
Allerdings würde es mir nicht gefallen, wenn der Bürgermeister meinetwegen $10 verliert. Wiedersehen. Morgen. Hey, Schleife steht dir ja gut. Morgen, Doc. Ist ja ein nettes Schwein, das Sie da haben. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Hey, Mr. McClary! Jagen Sie sich bloß nicht wieder den Haken in den Finger! Keine Angst. Heute brauchen wir keinen Haken. Wie soll das gehen? Braves Schweinchen. Hier ist aber ein schönes Schweinkopf. Danke, erst aber eine Sie. Halt. Wo willst du denn hin? Nicht so eine Zicken, ja? Ich finde, Hausbesuche sind die angenehmste Arbeit. Man fährt aufs Land und lässt sich überraschen. Man weiß ja nicht, was die nächste Kurve so alles bringt. Ein Regenbogen, Eisschollen auf dem Katsu. Die Natur hält einen immer wieder in Atem. Die meisten Leute leben auf der Welt, aber nicht mit der Welt. Was ist? Gar nichts. Was ist denn? Sehr freundlich, aber das mache ich lieber allein, okay? Ist eine Schwangerschaftsuntersuchung. Verstehe, reine Männersache. Hi, Leute. Und dann ging Jimmy Joe mit einer Schrotflinte zu dem Haus von dem Pakistani. Entschuldigen Sie bitte, ist Jimmy Joe Ellens Bruder? Nein, mehr ihr Freund. Ich habe mich schon gewundert. Und er hat so lange Löcher in den ausländischen Wagen von dem Kerl geschossen, bis Ellen rauskam und wieder mit ihm nach Hause ging. Sowas Romantisches hat Jimmy Joe noch nie für sie getan. Ein harter Bursche. Wie läuft es zwischen Ellen und ihrem pakistanischen Typ? Na los, wird's bald, Baba! Ich hab gesagt, keine Spritzen. Bleibt mir mit dem Ding vom Leib. Keine Angst. Es tut nicht weh. Also ich kann keine Infektion erkennen. Moment. Okay, schön stillhalten. Oh. Was ist das, ein Chevy? Das hat er getan. Ich finde, Hausbesuche sind nun mal das Wichtigste für einen Arzt. Man kann seine Patienten nur richtig kennenlernen, indem man sieht, wo sie leben. Und wie sie leben. Vielleicht kann ich Halberstrom dazu bringen, in Los Angeles auch Hausbesuche ins Programm aufzunehmen. Man muss doch zu seinen Patienten einen... Was ist denn los? Lou! Lou! Haben Sie das gesehen? Die markieren ihre Wege damit. Wer? Sie sind zu dumm oder zu betrunken, sich daran zu erinnern, wo sie gewesen sind. Wer denn? Die Jäger. Irgendwo hier muss es doch sein. Ah ja, sehen Sie, da ist es. Von da oben aus knallen sie alle Tiere ab. Die jagen ja nicht, weil sie Hunger haben. Die tun das, weil... Oh Gott, das macht mich so wütend. Sagen Sie mal, wollen Sie mir nicht helfen? Gerne. Kommt drauf an, was Sie vorhaben. Na, ich pinkel hier hin. Schon klar, aber lassen Sie eigentlich immer die Hosen runter, wenn Ihnen danach ist? Na klar, wenn man damit das Rotwild verschrecken kann. Also das kann ja wohl gar nicht sein. Wieso sagen Sie nicht einfach Buh oder sowas Altmodisches? Nein, die sicherste Methode ist ein bisschen Pipi hier, ein bisschen Pipi da. Interessant. Sie können mir ruhig helfen.
ich ehrlich bin, war es nicht geplant, dass ich mit 19 schwanger werde, aber so übel war es mit Wayne gar nicht. Wendell Barnes ist ein interessanter Fall für Sie. Er stammt aus einer Familie, die keine Schweißdrüsen hat. Ach ja? Leute ohne Drüsen faszinieren mich. Muss wohl genetisch bedingt sein. Im Sommer schlafen sie alle draußen unter dem Haus, wegen der Hitze. Eine rührende Geschichte, wirklich. Bin tief bewegt. Haben Sie noch mehr auf Lager? Naja, in Grady ist nicht viel los, aber wenn man hinter die Kulissen sieht, wundert man sich manchmal. Kenn ich. Ich komme auch aus einer Kleinstadt. Was? Ja, Marionville, Indiana. Da leben genau 2106 Leute. Bei uns steht die größte Dampfmaschine der Welt. Aber Sie haben doch jedem hier erzählt, Nein, das ist nicht wahr. Das mit der Großstadt haben die mir hier alle unterstellt. Gefragt hat mich keiner. Jedenfalls habe ich den Absprung geschafft. Gott sei Dank. Lebt Ihre Familie immer noch da? Sie haben immer davon geredet, wegzugehen. Aber mein Dad konnte sich nicht aufraffen. Wir sind da geboren und gestorben. Dazwischen ist nicht viel passiert. Als ich damals da weggegangen bin, habe ich geschworen, dass ich niemals zurückkomme. Es geht nicht um den Ort, sondern um den Menschen. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen. Wenn Sie Pech haben, gehen die in Erfüllung. Was wollen Sie denn damit sagen? Sind Sie nie zurückgegangen, nicht mal um Ihre Freunde zu besuchen? Wer hat heutzutage schon Zeit für seine Freunde? Lou, Sie müssen Dr. Stone sofort hierher bringen. Auf der Stelle. Over. Wir haben hier eine schwere Herzgeschichte. Typisch, wenn man Hawk braucht, ist er nicht da. Können Sie denn nicht Dr. Hawk anrufen? Es ist Hawk. Over. Legen Sie sich hin. Lassen Sie doch, es ist aus. Sie sollen sich hinlegen. Na los, Sie haben einen Herzanfall. Meine Angina ist das kenne ich. Sind da hinten Nitropillen, die Nein, wir nehmen eine große Lidocain. Ich bin hier der ältere Medizinmann, Stone. Wenn Sie noch weiterreden, schwingen, fallen Sie da runter wie ein nasser Sack. Sie haben einen akuten Infarkt. Schaffen Sie bloß den Frischling hier Wenn ich mich raus. irre, kann das Lidocain nicht schaden. Wenn Sie sich irren, holt Sie der Sensenmann Ich irre ab. mich niemals. Scheiße! Ich brauche den Defibrillator. Schnell! Mann! 400 Watt. Na los! Na los! Wie sieht's aus? 60. Das ist der Beweis, der Mann hat doch ein Herz. Gut, weiter Sauerstoff und dann ran an den Lidocain-Tropf. Ich bleibe heute Nacht wohl besser hier. Ach, Doktor. Ich habe Ihr Bett vorbereitet. Ja, ja. Und schnarchen Sie nicht zu laut. Alle Bienen, Melvin eingeschlossen, verbrannt der Bühne wie ein Haufen Lemminge auf ihn. Danach großer Variationen Beifall. eines bekannten Themas. Schade, dass ich nicht da war. Das ist der erste Kürbiswettbewerb, den ich in 15 Jahren verpasst habe. Was ist denn hier los? Das nennt man moralische Unterstützung für den genesenen Patienten. Na, ein Schlückchen Kirschbowle, Doch Ben. eindeutig Kirschkuchen. So, und jetzt alle raus. Sie sind ja völlig verwirrt. Ah, kümmert euch doch nicht um Doc Hollywood. Er weiß nicht, was es heißt, innig geliebt zu Wiedersehen, werden. Doc. Wenn Sie das Zimmer sauber machen wollen, meine Bettpfanne ist bis oben voll. Ja. Oh, nicht doch, Maddys Kartoffelkuchen. Sie können mich auf den Arm nehmen, so viel Sie wollen, Doc. Ich habe Ihnen gestern Nacht das Leben gerettet. Sie wissen das und ich weiß das. Sie sind dran. Schön, dass ihr gekommen seid. Es ist ein wundervoller Tag. Und links und rechts das Flügelchen und wieder ausbreiten. Lustig, so ein Insektenleben. Ja.
Dr. Halberstrom, bitte. Hier ist Ben Stone. Es geht um Folgendes. Ich werde es wohl nicht schaffen zum Vorstellungsgespräch am Freitag. Der Doktor hat aber einen vollen Terminkalender. Es ist mir schon klar, dass der Doktor einen vollen Terminkalender hat. Ich kann hier bloß leider nicht weg ohne meinen... Wie wäre es, wenn Sie uns schreiben, Sir? Ja, sicher, nur... Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir das Gespräch auf einen anderen Termin verschieben? Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Hey, guck doch mal! Ein Wunderkerze hat Ich kann nicht mehr. Gönnt einem alten Kürbis ein bisschen Ruhe. Treten Sie näher. Jeder Schuss ein Treffer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie läuft denn das bei Ihnen, Kumpel? 10 Schuss $1. 5-mal ins Schwarze, dann gibt's ein Tier. Was passiert denn, wenn ich mit 5 Schüssen 5-mal treffe? Wenn Sie das schaffen, kriegen Sie 2 Tiere. Kumpel, es geht weiter. Ich bin ganz gut in Form. Mörser habe ich auch. Guten Abend, Dr. Stone. Hey, Doc! Totofines, Monsäures. Die neue Ölpumpe ist drin. Ihr Wagen ist so gut wie neu. Ich meine gebraucht. Ist ein Oldtimer und die sind alt. Sie haben einen Wagen fertig? Er schnurrt wie eine Nähmaschine, Sir. Oh Mann, das ist ja kaum zu glauben. Sie haben mich gerettet, Mervyn. Es bleibt immer was übrig, wenn ich was zusammenbaue. Ich weiß nicht wieso, aber er läuft. Können Sie behalten. Für alle Fälle. Aber... Tanzen Sie mit mir oder ich bin verloren. Was? Wendell Barnes. Der Drüsenlose? Mann, ist der dick. Retten Sie mich? Mit dem größten Vergnügen. Ich erkläre dir den Trick. Du musst dir das Ziel auf der Netzhaut einprägen und dann einfach so tun, als ob du dir ins Auge schießt. Hier, immer locker aus der Hüfte und voll ins Auge. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Wie geht es Haug? Er ist gemeiner als je zuvor. Wollen wir tanzen? Wo ist denn Hank? Hab ich vergessen. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you.
Die Musik hat aufgehört. Welche Musik? Dr. Stone, ich habe ein Geschenk für Sie. Danke sehr. Sie haben das jämmerliche Leben meines Freundes Hook gerettet. Und da ich ein guter Christ bin, sehe ich mich veranlasst, Ihnen den Rest Ihrer Strafe sofort zu erlassen. Sie sind frei und können Ihres Weges gehen. Was würde ich dafür geben, ein junger Mann zu sein, der frei und ungebunden ist? Habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich Pläne für einen neuen Zaun schmiede? Plötzlich schwirrt mir so ein Ding aus massiver Eiche mit gedrechselten Spitzen im Kopf herum. Hey, ich hab gewonnen. Haben Sie das Biest ganz alleine fertig gemacht, Hank? Sehr witzig, ha, ha, ha. Haben Sie nicht zufällig ein dringendes Geschäft 1000 Meilen weit weg von hier zu erledigen, Doktor? Wie Lula! Deine Tochter hat schon wieder Grashüpfer in das Glas mit der Bohle geworfen. Aber nur 2. Würden Sie wohl mit einem alten Juristen tanzen? Aber natürlich, liebend gern. Danke sehr. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und das halten, Emma? Ich glaube, ich muss deiner Mama mal zeigen, was ein richtiger Tanz ist. Nichts für ungut, Hollywood. Wann bringst du denn dein Schwein wieder vorbei? Warte doch auf uns, lass mich warte! Hey, Ben Stone, wie geht's Ihnen? Ich habe Sie überall gesucht. Was für ein wunderbarer Tag. Mann, das ist die Krönung. Der Gipfel der Existenz und der Erhabenheit von Grady. Das Mark des Lebens. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Sie haben ein tolles Fest organisiert, Bürgermeister. Sehr nett, dass Sie das sagen. Ben, reden wir mal frei von der Leber weg oder frisch vom Kürbis? Worüber denn? Über ein Heim, ein Herz, Zufriedenheit. Sie sind einer von uns, Ben Stone. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass Sie da rausgehen ins Land der Wahnsinnigen. Und ich lasse Sie nicht gehen, ohne Ihnen einen Spiegel vors Gesicht zu halten, damit Sie Ihr zufriedenes Lächeln sehen können. Das müssen Sie sehen. Das ist ein Gesicht, das gefällt und geliebt wird. Ein Gesicht mit Freuden und einer Zukunft. Verstehe schon, das ist ein neuer Trick, damit ich hier bleibe. Ben, ich bin alles Mögliche, aber nicht verschlagen. Hey, Bürgermeister, können Sie sich mal die Röckchen ansehen und mir sagen, ob Sie durch Mit dem allergrößten Vergnügen. Ja, das gehört auch zu meinen Aufgaben. Das Feuer ist viel zu hoch, das sehe ich doch von hier. Du musst aufpassen, dass das Dach kein Feuer fängt. Platz da, jetzt kommen wir! Wir sind die Glühwürmchen! Wir hätten erschreckt, ja? Hallo, Doc. Nam. Hey, hey, Vorsicht! Pass bloß auf mit den Dingern. Hi. Es ist sicher ein Fehler. Ich weiß, ich sollte das nicht machen, weil du übermorgen wegfährst. Aber es ist mir egal. Also steig ein. Du meinst das, was ich meine? Ja, wenn du willst, steig ein. Lou? Ich will ganz offen zu dir sein. Rumpaddeln habe ich eigentlich nicht gemeint. Schön bunt, nicht? Kann man wohl sagen. Was war das? Eine Süßwasserbarbe. Die sehen den Funkenregen, denken, es wäre Futter und schnappen danach. Ist ja unheimlich. Mhm. Vielleicht kann ich mich zu dir setzen und du beschützt mich. Nein, dann verlieren wir das Gleichgewicht. Ich will, dass wir es verlieren. Oh, der Fisch ist im Boot! Das ist der Mörderfisch, der bringt uns um! Ich habe ihn so. Das hast du doch absichtlich gemacht. Na schön, ich geb's ja zu.
Ich habe Fische dressiert, um mir mein Studium zu finanzieren. Es ist schon okay. Du kannst es ruhig sagen, wenn du nicht willst. Ben, ich mag dich und ich glaube, dass ich mir nie in meinem Leben etwas sehnlicher gewünscht habe. Normalerweise kann ich es nur für eine Nacht nicht ausstehen. Wieso nur für eine Nacht? Wir beide könnten Nein, doch... vergiss es, Ben. Was soll ich allein in Los Angeles anfangen? Es gibt da für mich zu viele Möglichkeiten. Lass uns jetzt nicht darüber nachdenken. Ich kann es nicht tun. Macht's dir was aus, von hier zu laufen? Ich will nicht, dass die Leute sich noch mehr das Maul zerreißen. Nein. Hab keine Angst, Benjamin. Es wird alles gut. Ja. Guten Abend, Jasmin. Hallo, Hank. Jetzt bin ich verdammt sauer auf Sie. Ja, weswegen denn? Was denken Sie sich eigentlich? Ich weiß, dass Sie mit ihr auf dem See waren. Es macht mich krank, wenn ich dran denke, dass Sie und Lou... Es ist nichts gelaufen. Na, großartig. Es ist nichts passiert. Steh auf, du Angeber! Na komm schon, willst du mir einen aufs Maul hauen? Zeig mir, wie stark du bist! Was soll denn das? Na komm schon, du Lander, steh auf, na mach schon! Sind Sie paranoid oder was? Nein. Tut mir leid, ich glaube, ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ich nehme mal an, dass Sie beide jetzt heiraten. Was? Ist ja so im Süden. Mann und Frau gehören zusammen, sind eine Einheit. Sie bringen Opfer, um ihre Familie zu ernähren und streben nach einer gesicherten Zukunft. Wieso klingt das wie eine Versicherungswerbung, Hank? Witzig, machen Sie sich nur darüber lustig. Ich war jedenfalls bereit, Sie zu heiraten. Sie liebt sie nicht. Na und? Alles auf der Welt hat irgendwo einen kleinen Haken. Ich würde Sie gern mal was fragen. Sind Sie nicht auch der Ansicht, jeder sollte über seine Zukunft selbst entscheiden? Und es spielt keine Rolle, ob es eine Kleinstadt ist oder Kalifornien. Eine Zukunft kann man nicht erben. Denn sie ist ja kein... Na, Sie wissen schon. Kein Hut? Ja, stimmt, genau. Sie ist kein Hut. Ihr Vater hat ihn getragen, Ihr Großvater ebenfalls. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Nur das verdammte Ding passt nicht. Er ist einfach ein paar Nummern zu klein. Ich hasse zu enge Hüte. Es gibt eine Menge Hüte da draußen, Hank. Und selbst wenn dieser passen sollte. Ich habe nicht gesagt, dass er das tut. Nur mal angenommen. Woher wissen Sie, dass er perfekt ist, wenn Sie überhaupt keine anderen Hüte ausprobiert haben? Nein, das habe ich nicht. Sehen Sie, genau darüber rede ich. Ich will ihr doch nicht das Leben zerstören. Das hat sie nicht verdient. Wissen Sie, Hollywood, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann eben tun muss. Vielleicht muss er es in Kalifornien tun. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Hey, bin froh, dass wir das geklärt haben. Bin ich auch, und wie? Damit ist die Sache richtig gestellt. Denken Sie an meine Worte.
Dr. Stone. Mary, ich bin mal kurz vorbeigekommen, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Nicht besonders gut. Das Fruchtwasser ist schon raus. Es geht schneller als bei den anderen. Das wird möglich. Mary, hat Ihnen Doc Hawk gesagt, dass das Baby vielleicht verkehrt rumliegt? Es kommt. Es ist ihm egal, wie rum. Das fehlt gerade noch. Nicht pressen, Mary. Ich kann loslaufen und einen Krankenwagen Nein, dafür ist keine Zeit mehr. Holen Sie aus meiner Tasche 4 oder 5 saubere Hemden und die zerreißen Sie gleich große Stücke. Beeilen Sie sich. In Ordnung. Wir schaffen das. Mary, bitte nicht pressen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber bitte pressen Sie nicht. Ich werde versuchen, es zu drehen, damit es mit dem Kopf rauskommt. Sind das die richtigen? Almano! Armani! Armani, ja, das sind die richtigen. Okay, gut, jetzt. Und gleich nochmal. Gut, fabelhaft. Sehr gut machen Sie das. Ja, weiter so, sehr gut. So, und jetzt pressen, Mary. Na los, pressen Sie. Ja, sehr gut, weiter so. Da ist ein Fuß. Ja, ein Fuß. Gut, jetzt nicht pressen. Warten Sie, Mary, nicht pressen. Gut. Machen Sie weiter. Sehr gut. Ja, weitermachen, Mary. Gut. Hey, da kommt jemand. Was? Doc, da kommt jemand. Ja, prima, sehr gut. Hey. Kommen Sie, pressen Sie, ja. Ach, klasse. Machen Sie sehr gut. Weiter pressen, Mary. Ja. Gut so. Doc, Ihr Auto. Was soll ich tun? Okay. Sehr gut. Für was soll ich tun? Pressen, Mary. Mädchen! Die Beule ist schnell ausgebügelt. Stone! Ach, das noch. Haben Sie geklingelt? Der erste Quälgeist, den Sie zur Welt gebracht haben? Das erste Baby, das ich zur Welt gebracht habe. Ohne fremde Hilfe. Ein Whisky? Nein, danke. Ich würde auch Ihnen davon abraten. Sie sind nicht mein Arzt und auch nicht meine Frau. Also halten Sie mir bitte keine Vorträge. Prost. Es deutet einiges darauf hin, dass Sie ja sesshaft werden. Auf einmal sind Sie anderer Ansicht, eh? Jetzt, wo Ihr Auto total im Eimer ist und Sie sich rundherum ganz wohl fühlen, nicht wahr? Kommen Sie her. Die habe ich alle rausgeholt. Über 700 Babys habe ich im Laufe der Jahre zur Welt gebracht. Schwester Pecker kam schon erwachsen auf die Welt, mit Haaren und mit Zähnen und hat mich gleich gebissen. Und dann Nicholson, Hank. Ja, ich habe sie alle zur Welt gebracht. Ich habe jede Erkältung der Kinder miterlebt. Und manchmal habe ich sie sogar zum Grab begleitet. Sie haben mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Sie, ein altes Auto und ein altes Haus. Ich würde nichts eintauschen wollen, auch nicht gegen Gold. Naja, vielleicht doch gegen Gold. Oder Geld auf die Hand. Hi. Doc. Tag. Na, Mary, wie geht's unserer Kleinen? Wir nennen sie nach Ihnen. Benjamina. Gefällt Ihnen doch. Was? Danke sehr. Nachher kommt noch ein Geburtshelfer vorbei. Aus dem Krankenhaus von Athens. Nur um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Benjamina. Entschuldigen Sie, Doc. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken für alles gewissermaßen und da habe ich Ihnen diese Pfeife hier geschnitzt. Ich kann Ihnen leider nicht mehr anbieten, aber wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann sagen Sie es mir nur. Halten Sie mich auf dem Laufenden mit Ellen, Jimmy Joe und dem Pakistani.
Ich habe gehört, was letzte Nacht los war. Ich wusste gar nicht, was ich da gemacht habe. Tja, siehst du, manchmal ist es so am besten. Ben, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich wollte dir auch was sagen. Darf ich zuerst? Ja, okay. Also, ich hab eine Menge über gestern Abend nachgedacht. Und ich meine, das war ungeheuer schwierig für mich. Ich glaube, ich habe eine Menge dazugelernt. Ich habe mir Gedanken gemacht über dich, über mich, über die Großstädte, Kleinstädte und... Ich werde Hank heiraten. Ich habe mich entschieden. Ich habe hier ein Ticket nach Los Angeles. Die ganze Stadt hat zusammengelegt. Wir haben dich eine Ewigkeit hier festgehalten und wenn du noch wartest, bis Melvin mit deinem Auto fertig ist, dann wirst du Los Angeles wohl nie erreichen. Ich habe Emma und es wäre nicht fair dir gegenüber. Hank ist anständig und solide. Du bist wie eine Sternschnuppe am Himmel und du würdest dir verglühen, Ben. Warte mal einen Augenblick. Ben Stone, Sie haben 5 Minuten Zeit, sich vom Paradies zu verabschieden. Cotton wird Ihnen bis zum Flughafen Polizeischutz geben. Wir haben Ihnen ein Lunchpaket gemacht. Man kriegt Blähung von diesem Flugzeugessen. Danke. Ich denke, ich kümmere mich um Ihr Schwein, okay? Hoffentlich lebt sie sich auf der Farm wieder ein nach so langer Zeit in der Stadt. Vielen Dank. Sie werden vielen Leuten hier fehlen. Ich meine nicht mich, aber ein paar Leuten schon. Ich... Adieu. Zurück auf die harte Straße des Lebens. Sie ist voller Schlaglöcher. Auf Wiedersehen. Ja. Was ist denn los? Nichts. Danke, es geht mir gut. Guten Morgen, Halberstrom-Klinik. Würden Sie bitte warten? Guten Morgen, Halberstrom-Klinik. Guten Morgen, Halberstrom-Klinik. Guten Morgen, Oh, wie? Selbstverständlich, Doktor. Mr. Stone. Dr. Stone. Ach so. Dr. Halberstrom erwartet Sie jetzt. Ja.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Bewerbungen ich dieses Jahr lesen musste, Stone? Ja, deswegen hat dieses Gespräch eine große Bedeutung für mich. Ich wäre ja schon früher gekommen, aber es war leider nicht möglich. Mir ist eine ganz dumme Sie Sache sind ein passiert, großartiger Chirurg, Stone. Alle, die sich bewerben, sind großartig. Haben Sie eine Sonderbehandlung erwartet, nur weil wir beide aus derselben Stadt stammen? Weil ich Ihren verstorbenen Vater gut kannte? Nein, Sir. Gut. Den Sie hätten Sie auch nicht gekriegt. Sie wären nicht hier, wenn mich nicht ein gewisser Dr. Aurelius Hoke angerufen hätte. Wie bitte? Dr. Hoke hat Sie angerufen? In der letzten Woche habe ich mir 2 Ärzte angesehen, die mehr Erfahrung haben als Sie und bessere Prüfungsnoten. Ja. Dr. Hoke ist ziemlich anstrengend, nicht? Was hat er gesagt? Dass Sie freiwillig da unten im Süden die ärztliche Versorgung übernommen haben. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Ich glaube, so eine Kleinstadt kann einem ganz schön zusetzen, oder? Ja. Ich muss schon sagen, Sie sind tapferer, als ich es war, Stone. Naja, also Hoke hält Sie für einen ausgezeichneten, pflichtbewussten Arzt. Und dass ich ein schwerfälliger, tölpelhafter, verstädterter Trottel wäre, wenn ich Sie nicht auf der Stelle einstellen würde. Ich habe mir das extra notiert. So, Sie sind eingestellt, Stone. Gratuliere. Welches Handicap haben Sie? Sie spielen doch bestimmt Golf, nicht wahr? Sehr gut, ausgezeichnet. Keine Bange, da sieht sowieso niemand hin. Das Geheimnis in diesem Beruf ist, mein Junge, dass man guten Schrittes vorankommt. Niemand gibt das gern zu, aber Medizin muss man im großen Stil betreiben. 99% unserer Arbeit ist überflüssige Chirurgie. Das bedeutet, dass wir uns das 1%, das wichtig ist, leisten können. Entstellungen, Geburtsfehler, Hasenscharten, Wolfsrachen. Sie werden für solche Momente leben. Je größer sie werden, desto mehr Idioten umgeben sie. Wir sind eine Dienstleistungsbranche, haben fixe Kosten, müssen uns spezialisieren. Entweder gewöhnt man sich daran oder scheitert. Auch im Kabelfernsehen gibt es einige Veränderungen, Stone. Stone? Können Sie mal nachsehen, ob Patient 434 schon im Forum zum OP ist. Einen können wir vor dem Mittagessen noch dazwischen schieben, meinen Sie nicht auch? Die B52 ist auf dem Bus. Und so schön. Guten Abend. Hier ist die nationale Wettervorhersage mit dem Wetter von morgen für Grady und Umgebung. Es wird wieder viel Sonnenschein und blauen Himmel geben. Die Temperatur dürfte wieder 32 Grad erreichen. Am Nachmittag erwarten wir eine kühle Brise, die für leichte Abkühlung sorgen wird. Achten Sie auf Glühwürmchen nach Sonnenuntergang. Filmsternchen-Alarm. Wie bitte? Ein Mädchen hat für Sie angerufen. Sie hat gesagt, dass Sie sie kennen und sie wartet auf Sie in dieser Bar. Hat sich angehört, als ob Sie sofort zu ihr hinrasen. Ach, noch etwas. Sie hatte einen unbeschreiblichen Südstaaten-Akzent. Ist ein Filmsternchen. Da wette ich. Im weißen Cabrio gesehen, aber sicher. Scharfes Gerät, ne? Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Hi, ja, vielleicht. Ich bin hier mit jemandem verabredet. Ah ja, ich verstehe. Ben! Ich komme schon. Nancy Lee. Wissen Sie, ich musste es einfach versuchen. Ich dachte vielleicht, naja, war wohl ein Trugschluss. Sie sind so weit gefahren, um mir den Wagen zu bringen? Das habe ich gern getan. War für mich eine gute Gelegenheit, dieses beschissene Grady zu verlassen. Bitte entschuldigen Sie das Wort. Vorher war es schon langweilig, aber seit Sie weg sind, ist da überhaupt nichts mehr los.
Wie geht's Hoke? Naja, wie immer. Mervyn? Wie immer. Und wie geht's Ihrem Dad? Warum fragen Sie mich nicht nach Vilula? Wieso? Ich meine, was soll man da schon fragen? Ich nehme an, Sie und Hank, Sie sind glücklich und... Hey, Sie sitzen auf meinem Platz. Rück mal ein Stück rüber, Nancy. Da ist ein Mann auf der Toilette. Er verkauft Aftershave. Was ist denn das für ein Spiel? Hank? Was machen Sie denn hier? Ich dachte... Hab auf mich gehört, Doc. Man muss wissen, wann eine Sache aus ist. Aber Sie beide, ich meine, Sie und Lou... Ach, Lou hätte mich doch nie im Leben geheiratet. Hat ganz sauber einen Schlussstrich gezogen. Haben Sie verlassen? Ein Mann muss tun, was ein Mann eben tun muss. Selbst wenn es in Kalifornien ist. Ich will nach oben kommen. Da hinten, ist das ein Star? Nein, das ist der Danson. Ich gehe Frühstück holen. Willst du auch was haben? Was ist mit Bob Barker? Mal sehen, was ich tun kann. Hi. Hast du das Schwein gestohlen? Ich habe gehört, dass in dieser Stadt ein Schwein vor Kummer eingeht. Und da dachte ich... Und da dachtest du kommst zurück und rettest sie. Ja, so ungefähr. Wie kommst du darauf, dass sie dich noch will? Weil ich sie liebe. Geh wieder zurück nach Los Angeles. Ich will nicht nach Los Angeles. Ich will dich. Du hast tolle Mandeln. Das ist noch nicht alles. Weißt du, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch die $10 bei Nicholson abkassieren muss. Du hast doch die Wette verloren. Hab ich nicht? Wer sagt denn sowas? Na, ich? Du? Du hast bei der Wette nichts zu melden. Du bist die Wette. Die galt aber nur für eine Woche, deshalb hast du verloren. Dein Wort gegen mein. $10 mein Bruder.